So, und dann machen wir direkt danach weiter. Was mir gerade beim Speichern aufgefallen ist, dass wir Agent Way wieder haben. Was da los ist, gucken wir gleich, was sie zu sagen hat. Zuerst aber führen wir das mit der Edmund Mensch zu Ende. Das wird Dolores Quest so weit wie möglich fortführen. Das machen wir jetzt Stück für Stück mit allen Charakteren. Hätten ja theoretisch schon den Schlüssel und könnten in die Fabrik, aber wir führen die ganzen Quests erstmal zu einem Ende, bevor wir dahin gehen. Mr. Balawick, here's the freshly baked thimbleberry pie. 2 of Chuck's 3 stipulations are now fulfilled. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Ha, genau. Poor Chucky needs his sleep. Da war es so, dass wir dort nicht reinkamen, da innen ein Schalter war, an dem man von außen nicht rankam. Sprich, wir sind schon quasi so weit wir momentan rein mit Dolores können. Das bedeutet, wir schicken Dolores erstmal zum Hotel zurück. Sammeln wir jetzt erstmal alle. Dann gucken wir, was jetzt mit Agent Way los ist. Okay, die steht jetzt einfach hier so rum. Wieso auch immer. Sie hat komischerweise... Ja, die Karte hat sie wahrscheinlich abgegeben. Pretty disgusting head. Pretty disgusting head. There's a small name tag. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Machen wir erstmal mit Ransom, dem Clown, weiter. Der hat hier auch noch eine kleine Quest, die wir erledigen müssen. Nehme ich auf? Ja. Zum Glück. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Pew, pew, pew. Ready to face my adoring public and win this contest already. Gewinnen wir das mal. Thank you all for coming to witness the Ransom Lookalike Contest. We've got a great crowd here tonight. What is he, blind? Stinks in here. Yes, well, it looks like we've got some great entries and some not so great entries. But I'll be the judge of that. That's right, I'll be judging the contestants as they try to make us laugh. First up, we have Corey. Yay, Corey. I'm Ransom, the jerk clown. It's Ransom, the insult clown, you moron! That's not a nice thing to say. I have big hair. He does! Oh my! That's funny! Am I missing something here? Ooh, that's some cape you've got on there, kid. I bet your mom made it with love. I hope there's a Batman look-alike contest for you soon. You definitely win. So convincing. You've gotta be kidding. That wasn't an insult. It was a crappy compliment. So. Dann beleidigen wir mal alles, was wir können. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, hiermit. You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it, because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The sheriff, coroner, and hotel manager are all distinct people and awesome in their own right. You should be thanking them for keeping the town running. Thimbleweed Park und deren Einwohner sind anscheinend keine guten Themen. Also machen wir mal mit der Kissenfabrik weiter.
hat. You guys love that pillow factory. It's the lamest claim to fame a town has ever had. The Pillow Factory closed down 10 years ago. Get off stage! Dann Nickel News. Das zieht bestimmt. You read the rag, the nickel news? I'd use it as toilet paper, but I'm not sure it can fit any more on its pages. Why don't you just go flush yourself down the toilet instead? Bunch of ingrates. Sounds like someone has to update their jokes. Now we have our final contestant, Corey. Hey, Corey. Noch ein Corey. Psst. Bloop, bloop, and bleep, bloop! It's beep, for sake, not bloop. Don't be mean. Wasn't Chuck the best human? Don't you think? Yes, and where's the punchline? Punchline? What are you talking about? What a lovely crowd we have tonight. I can't wait to meet all you wonderful special snowflakes. This is so unbelievable. This won't take long to decide the winner. In first place is, obviously, Corey! Yay, Oh my! Corey. Thank you! Corey wins a licensing deal with Mega Toy Company. I'm going to make a cute fuzzy dog. But you could just walk into any toy store and buy that already. Second place is Corey. Yay, Of Corey. course it well is. Totally rigged. How can anyone compete with Corey? It's a pleasure to come second to his first. You've won a gift card for facial reconstruction surgery. How exciting! Just like my hero, Michael Jackson. Which leaves third and last place to... What was your name, anyway? It's Ransom, you idiot. Oh, your name is Ransom, too? That's an odd coincidence. Pity your act wasn't very convincing. So third place goes to the poorly named Ransom. You win an easy listening theremin record by Sykin. Congratulations to those who put some effort in. Tja. Ein Glück für uns, dass die Schallplatte bald noch nützlich sein wird. So. Hätten wir das geregelt. Die Schallplatte geben wir am besten schon... Ah, steht schon da, sehr schön. Die geben wir Dolores. Here, take this. I'm tired of carrying it. Rest können wir erstmal behalten. Gucken wir mal hier rein. Was sollen wir noch machen? Chucks Gruft wäre nicht schlecht. The elevator isn't on this floor. Ja, den zappen wir uns mal in unsere Etage. It's now showing bananas. Can't Ich wollte ihn cope with the eigentlich boredom anymore. ausschalten. Talk to me now. Okay, I'm not very good at talking to, strangers, but I'll give it a try. How come you're so, upset all the time? That's unfair. I'm not upset all the time. I'm just a little hungry right now, and that makes me angry. That happens to me too. There should be a word for that. What can ghosts, eat? As a ghost, it's hard to find food that we can eat. My particular weakness has always been ice cream cake. But I'm stuck in this stupid elevator, and I can't get any. What do you, want to eat? I'm rather fond of ice cream cake. But Xavier says I can't leave the elevator. Can I, please go to the penthouse? No. Please. No, you're not my friend. I don't know you anything.
Das heißt, wir müssen ihm wahrscheinlich auch Kuchen besorgen. So, Clara, what's life like as, well, you know, a ghost? For starters, it's not life. Of course, but you know what I mean, right? What's it like? It's like being a ghost. Sehr gute Beschreibung. Fragen wir sie noch mal, was sie gerne essen würde. What do you know, Vielleicht sagt sie uns, wo want das to ist. eat? I'm rather fond of ice cream cake, but Xavier says I can't leave the elevator. Okay. Verabschieden wir uns mal. Bye, Clara. Genau, das habe ich schon erwartet. Finde was zu essen für Clara. Wir gehen deswegen mal in die... Na, wir hätten eigentlich auch eine Etage drüber gehen können, aber jetzt haben wir Lobby ausgewählt und dann gucken wir mal bei der Thimblecon. Vielleicht finden wir da etwas zu essen. Das Penthouse können wir nicht, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Shut up in... Also müssen wir hier gucken. Pew, pew, pew. Da. The glow makes the cake look delicious. It doesn't have any candles to blow out. That doesn't use electricity. Stop that. I don't like frozen cake. Ah. Ich hätte natürlich auch direkt mit Virgil sprechen können. Can I have some, you know, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. How about Clara said she wants some, you know, cake? For Clara, that changes everything. For her, I'd do anything. Here, take a slice. Just make sure you tell her it's from me. Thanks. I'll do that. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know, except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. See you soon, Virgil. Damit wüssten wir auch das. Genau, gelange in den geheimen Raum des Penthauses. Und finde das geheime Buch. Aber jetzt erstmal öffnen wir uns erstmal den Weg ins Penthouse. Wir haben ja jetzt den Kuchen. Hi. Und den können wir ihr geben. Oh, it's just the flapdoodle again. Would you like this, you know, ghost cake? That's just normal ghost cake. Ugh. I only eat ice cream cake. Would you like this, you know, ghost cake? That's just normal ghost cake. Ugh. I only eat ice cream cake. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Bye, Clara. Wir machen es uns jetzt mal ein bisschen einfacher und schicken den eine Etage höher. Müssen wir nicht immer außen rum. Shut up in there, Doc. Sprechen wir nochmal mit Virgil, nachdem wir jetzt das erfahren haben. See you soon, Virgil. Wacht. Voila! Now it's ice cream ghost cake. Pew, pew, pew. Wieso mache ich es mir eigentlich kompliziert? Oh, it's just the flapdoodle again. Would you like this, you know, ice cream ghost cake? Oh my, you shouldn't have. That's so kind of you. Actually, it's from Virgil. I think he, you know, likes you. Really? Well, I never. That's delightful of you to deliver it. Thank you so much. I feel much better already. Now, what did you want to ask me? Can I, you know, please go to the penthouse now? All right. I'm tired of listening to Xavier, that old fustalugs. Maybe you can figure out how to get rid of him. Oh, you know, that sounds pretty confrontational. I don't know. Don't be so pigeon-livered. You should stand up for yourself. Oh, okay, I suppose you're right. Good, it's decided then. Just push that penthouse button for yourself when you're ready. I won't stop you anymore.
Sehr gut. Damit kommen wir damit schon wieder einen Schritt weiter. Und Virgil hat ja erwähnt, dass wir als Geist unsere Verwandten besuchen können. Sprich, wir könnten in die Gruft I can't believe I gehen finally made it to the penthouse. und von innen die Who's Tür that now? öffnen. What are you doing here? You know, just looking about. I suppose I'll allow that as long as you don't annoy me. So. What's going on? Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Wir haben zumindest mal It's a speck of dust. die Tür gefunden. Da ist ein leuchtender Stay Kristall. away from my crystal. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. So. Aber wenn die Clara uns nicht mehr auffällt, besteht unter Umständen die Möglichkeit, mit Agent Waits als lebende Menschen da ins Penthouse zu gehen. Es würde uns die Möglichkeit geben, eventuell den Geheimraum zu öffnen. Da als Geist können wir da, wie Franklin sagt, ja nicht durch. Vielleicht klappt das als lebender Mensch. Und wir könnten in einem das Staubkorn aufsammeln. Ich glaube, das mache ich aber lieber mit Dolores. Gib mir kurz die Karte Well, back to work, Kaboo. an Wade zurück. Whatever. Nein, du sollst die Tür öffnen und einsteigen. So. Perfekt. That's weird. I swear I pushed the penthouse button. Must be broken. Okay, dann funktioniert das anscheinend immer noch nicht. Puh. What's going on? Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, new ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability, and you'll never get it. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it, and only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Puh. Da kommen wir nicht rein und können auch nicht hochgehen. Shut up in there! Gucken wir uns nochmal an, was wir machen müssen. Könnten eben jetzt in die Kissenfabrik gehen. Den Schlüssel haben wir ja. In Chucks Gruft können wir noch nicht. Und mit dem Vater sprechen auch noch nicht. Was hat Agent Way noch vor sich? Kissenfabrik, KI, Staubkörner. Und unser Clown. Das Make-up könnte noch mal loswerden. Und auch Kissenfabrik. Gehen wir gerade mal das mit dem Make-up probieren. Ich denke, da müssen wir wieder kurz zurück zum alten Zirkus. Ja. Nein. Und zwar hier hin. Nutzen? Eventuell. There's an inch-thick layer of dust on it. Hasn't been used in years. Die Anti-Juck-Creme nutzen wir besser nicht.
Wir wissen ja, was dabei passiert. Gehen wir kurz mal zum Wohnwagen zurück. That's just my eviction notice from 5 years ago. Every time that sheriff tries to kick me out, I give him hell. He's afraid to come back. I'll just leave it where it is. That way I can laugh at the sheriff whenever I feel like crap. It's a stack of eviction notices. Like that sheriff looks like a rat hole. Little Beeper is pretty vicious. He'd even bite me if I picked him up. Okay. So viel dazu. Dann haben wir aber allerdings noch Agent Yes. Hat der noch was Besonderes? Repariere die Uhr. Okay. Stopp. Da weiß ich auch, wo wir hin müssen. Ist auch noch ein längeres Unterfangen. I'm innocent. If you didn't do it, a jury will find you not guilty. Wie geht es ihm? Alles How are you holding up? Feeling okay? How am I feeling? How am I feeling? I'm mad as hell, that's how I'm feeling. You agents locked me away when I did nothing wrong. Justice will prevail, Willie. You people make me sick. The only justice I'll ever see is when you agents get what you deserve for putting away an innocent man. If I ever get out, I'll make sure you get what's coming to you and give them a real reason to lock me up. Come on, Willie. Threats won't help. Yeah, well, threatening an agent is the only crime I've actually committed. Just leave me alone. I'm sick of your face. I'm sure this will all resolve itself at trial. But I didn't do it, I swear. The only man I ever wanted to kill is Chuck Edmund. He's already dead. I wouldn't say that to a jury, Willie. The evidence is already fairly incriminating. If you didn't do it, why did you confess? I was scared and confused. When you pulled that good cop, bad cop stuff on me, I'd have said anything to make it stop. I'm just a humble watching violin repairman in the stars. I'm not used to your big city torture techniques. You were a watch repairman? Yep, the best Thimbleweed had ever seen. Society's elites would come from all over the county to get their fiddle plucked or their cogs cranked by old Willie. Why are you homeless if you had a successful business? Well, I was a watch and violin repairman to the stars. My clients were the creme de la creme of the county. When Chuck Edmund blacklisted me, all my A-list clients dried up. I mean, the restaurant is infallible though, right? That hunk of junk is in cahoots with whoever set me up. You ask anyone, and they'll tell you, old Willie wouldn't hurt a fly. I don't know what to say, Willie. I'm sorry there isn't more I can do when the evidence is this airtight. So long, Willie. Now get me out of here or get bent. I'm innocent. I heard you used to have a watch repair shop. Can you fix this watch? Why should I? Considering I'm only locked up because of you. Wir wissen im Grunde erst unschuldig. I know you're innocent. So, das heißt, wir brauchen A, Werkzeug und B, brauchen wir müssen wir die Musik umstellen. Wie das mit der Musik geht, das haben wir ja schon in der letzten Episode, meine ich, in der letzten Folge, teilweise umgesetzt. Das Werkzeug ist allerdings eher das Problem. Da weiß ich nicht mehr, wo wir das herbekommen. Doch, ich weiß, wo wir es herbekommen. Sind wir eben dran vorbeigelaufen.
auf. Starships in bottles, handmade. How do you make the starship so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? They're up in my room, but I can't even leave this table to get some dinner. Can I mind your stand while you get me your tools? You'd need to know a lot about Star Trek to be able to man my booth. Did you know that on Impulse Drive it would take 400,000 years for the Enterprise to cross the galaxy? Or that the Galaxy-class Enterprise is 353.5 meters longer than the Constitution-class Enterprise? So you see, it's perfectly obvious that I can't possibly leave my stand to an ignoramus like you. But if you got me dinner, then maybe I could do something for you. What do you want in exchange for your tools? Well, I'm really craving a hamburger. How about a hot dog? No, definitely not. A hamburger is what I need. Get me a hamburger and I'll see what I can do for you. Bye. Okay. You will not find better starships in a bottle than these. Das wirft uns jetzt vor ein Problem, wie wir gleich sehen werden. Denn wir können uns We hier... interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. So, können uns hier durchaus Hamburger bestellen. Allerdings wird uns die Frau jetzt was sagen. I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? I'll have a hamburger. Sorry, honey. Those hot dogs are about to go bad, and I can't open a new package of hamburgers until they are all gone. I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? Das heißt, wieso können wir... I guess I'm not hungry. Bye, for now. Anytime. So, da müssen wir das wirklich anders kompliziert lösen. Wo haben wir denn alle? Okay, da ist Reyes. Mit dem können wir gerade zum Diner rübergehen. Das ist nicht weit. Und der bestellt What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? Ein Hotdog hätte er gern. Good choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, hun, while it's still hot. Okay. That is the worst hot dog I've ever eaten. I, gotta go. Wir machen eine kleine Versammlung da. Weil 2 sind schon übrig. Agent Ray hat schon einen I feel gegessen. better now. Die wird sich doch auch übergeben. Beziehungsweise hat sich schon übergeben. Aber wir haben noch exakt genug Charaktere übrig, um die letzten beiden Hotdogs zu essen. Die werden exakt da landen, wo Agent Ray jetzt steht. I'll have one of those disgusting hot dogs. Knock yourself out with those hot dogs. We're trying to move them before... well... I hope you choke on it. Nom, nom, nom. This tastes like crap, and I ought to know. I, gotta go. Ein unübersetzbares Geräusch. I feel better now. So. Ein Hotdog bleibt noch übrig. Das bedeutet, wir müssen auch Dolores noch kurz darüber bewegen. Das machen wir aber jetzt ein bisschen flotter. Die bekommt nämlich die Landkarte.
Okay, ich bin ein bisschen... Daran hätte ich denken können. Das machen wir gleich. Erstmal Hotdog essen. Welcome back, Dolores. How's life being an important game developer? Ich habe nicht dran, dass die Karten It's good to have you back. wieder im I just wanted to say, I know your Uncle Chuck was kind of a dick. You Können talking wir about jetzt me? alle Shut up, zurückholen für Dave. unsere Charaktere. Look, writing you out of the will was a dick move, but I'm sure he was still proud. I'd like to think so. He just wasn't himself those last few years. His obsession with restarting the pillow factory, long hours in his workshop and vanishing for days. Anyway, Ja, I'd like to wir order wollen some den food. letzten Hotdog. Sure, everything's on the menu board. What do you want? Einen I'll have a Hotdog. hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, hun, while it's still hot. Ja, die sehen schon im Spiel This eklig hot aus. dog is even worse than the food in the mucus phlegm lunchroom. I, gotta go. So, damit waren es 4, die sich dort übergeben haben. Oh. I feel better now. So, bevor wir jetzt weiter dem Typen den Hamburger bringen, holen wir uns Welcome die to Quickie Karten. Pal. Can I help you find anything? So. Damit hätten wir das. Dann bewegen wir kurz. Genau, Ransom darüber. Wir geben Race einer. Thanks. Wir geben Ransom einer. Und dann gehen wir zurück zum Hotel. Und dann bekommt Agent Ray auch eine. Und Agent Ray geht jetzt nochmal zurück in die B Street und geht dann ins Diner rein. What can I do for you, honey? Kriegen wir jetzt endlich den Hamburger. I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? Der I'm Hamburger. ready for that hamburger. All right, honey. Now that you helped us move those hot dogs, you can have a hamburger. Dave, burn one, take it through the garden and pin a rose on it. Ready. Been saving one here in the grill pocket just in case. Here you go, hon. So. Zurück zum Hotel. So, ich weiß nicht, ob das genauso funktioniert, wie ich möchte. Wir rufen aber kurz mal den Fahrstuhl. Ah, nee, das funktioniert nicht so. Wir können ja nicht im Fahrstuhl die Charaktere wechseln. Man muss nämlich herausfinden, in welchem Stockwerk der Gute hier wohnt. Thanks. That's exactly what I wanted. Delicious. I have to go to my room. So, jetzt flott hinterher. Okay. Der wohnt im 3. Stock. Das ist einfach. So. Ow! That hurts. Ugh. It's locked. Verdammt. Where did all the orange bits come from? I have not had a carrot in years. Oh, that's better. Now to get back to work. So, was wir jetzt probieren. Wir probieren zuerst den regulären Weg. Ja. Da er mit ihr gesprochen hat. Wir wissen allerdings, in welchem Zimmer er jetzt
wohnte. Sprich, wir können auch gleich mit Franklin Tür aufzappen, falls er uns, also der Typ jetzt, Sexy Wiker, nicht das Zeug gibt. Starships in bottles, handmade. How are you feeling now? Do you want another hamburger? Hamburger? How can you say that? Ah, ugh. Bad memories. I have to go to my room. Okay, also er gibt es uns nicht. Das bedeutet, wir Shut up in there. Kirk and Spock are not fahren lovers. direkt wieder in das Stockwerk. Ich habe ja gerade aus Versehen die Tür zugemacht. Sprich, wir gucken jetzt, dass wir versuchen reinzugehen. Sounds like someone's being sick in there. I Okay. don't want to see that. The elevator isn't on this floor. Wir holen uns den Elevator hoch. Wir wissen ja jetzt, in welchem Zimmer er ist. Und zappen uns, wie gesagt, einfach die Tür auf. Wenn er es uns nicht freiwillig gibt, holen wir es uns. Und wieder eine schöne Fahrstuhlfahrt. Not a game. Sounds like someone's being sick in there. I don't want to see that. Oh, that's better. Now to get back to work. Ja, geht ruhig zurück zur Arbeit. Wir holen uns währenddessen dein Werkzeug. Da. So. Damit haben wir das. So, ab zur B-Street. Das Werkzeug geben wir dann Agent Wales. Thanks. So. Und der geht ein bisschen höher zur Hauptstraße und spricht nochmal mit ihm hier. Dann haben wir schon mal 50% von dem, was er will. Willie, here are the tools you wanted. Ah, thanks. Nice tools. Dann haben wir jetzt glücklicherweise die Karten. Geht Ransom zum Radiosender. Das haben wir ja schon mal so gemacht. So. Doch bleibt er erstmal stehen. Genau. Dolores hat die Schallplatte. Sprich, Dolores geht auch zum Radiosender und platziert sich schon mal drinnen. We interrupt our hostile take. Nein, hier wird nichts unterbrochen, denn Ransom klettert jetzt nochmal die ewig lange Leiter hoch. Dort schalten wir dann wieder den den Radiosender aus, wo dort die Moderatorin rauskommt. Wir tauschen die Schallplatten aus. Und dadurch läuft andere Musik, sagt der Willi haben will, und dann repariert er uns die Uhr. So einfach ist das. For making me do this. Waste of my time. So. Regler umlegen. Serves him right for that radio show. Now I better get out of here fast. Genau. We're off the air again? So ein Pech aber auch. So, schnell. Hier rüber wechseln. Ja, du gehst da rein. Und zack. Phew, what a climb.
jetzt ganz flott mit ihm reden. I'm innocent. Can you fix this watch? If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Here's my watch for you to fix. Hey, you have that great theremin music playing. Okay, hand it over. Perfekt. Okay, your watch is fixed. Here you go. Sehr gut. Dann gucken wir, dass wir... Ja. What is that awful noise? The feds must be trying to brainwash me. What are you doing in my control booth? Oh, looks like you're busy. Bye. How'd this get here? Okay, all back to normal again. So, und damit hätten wir das. Die Uhr ist repariert. Genau, so wie ich das jetzt sehe, haben wir im Grunde zwei Dinge, die wir noch tun müssen. Wir müssen einerseits in die Kissenfabrik rein. Den Schlüssel haben wir ja schon. Und im Falle von Dolores müssen wir zur Chucks Gruft gelangen. Race to Do's, genau. Im Grunde auch Kissenfabrik. Und das ist das Einzige, was wir mit ihr tun müssen. Dann haben wir Where He Is. Bei ihm sieht es im Grunde ähnlich aus. Anderes Motiv, gleicher Ort. I can't pick up something I already have. Dann guckst du dir zumindest an. Genau. Make-up wieder loswerden. Müssen wir gucken, wie das zustande bekommen. Dann haben wir noch als letztes Franklin. That doesn't use electricity. Genau. Um zur Gruft zu gelangen. Also damit Dolores zur Gruft gelangen kann, um ihren Quest weiterzuführen. Muss zuerst Franklin eben Chuck in seiner Gruft besuchen und auch die Türe öffnen. Dazu müssen wir eben das geheime Buch der Beschwörung finden und ins Penthouse gelangen. So, da kamen wir aber eben nicht weiter. Bevor wir jetzt zur Fabrik gehen, checken wir nochmal den Hintturm aus. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Part 4 will finish once the will is read. To get the will read, you need to meet all its stipulations. Genau, wir müssen die Gruft öffnen. You still need to open the tomb. Thank you. Goodbye. Genau. Da stehen wir allerdings vor dem Problem, dass wir momentan nicht hochkommen mit Welcome back to the Hintron den noch lebenden 3000. Menschen. How can I help you? Und dass die Tür für hier Franklin verschlossen bleibt. Solange wir da nicht reinkommen und das Buch nicht haben, können wir die Gruft nicht öffnen und können auch in der Story nicht weiter voranschreiten. Have you visited the cemetery and had a good look at the tomb door? Ja, da gibt es einen Schalter, an dem wir von außen nicht rankommen. Look at the tomb door in the cemetery. There is a switch inside. How could you reach it? Mit Franklin, das wissen wir auch Franklin can float through doors. Maybe he can help here? Before you can progress, you'll need to get Franklin to leave the hotel. Thank you. Goodbye. Ja, soweit waren wir ja schon. Das Problem ist, beziehungsweise der Punkt, wie wir weiterkommen, ist, indem Franklin eben sagt, durch die geheime Tür kommt. Gehen wir nochmal hoch zum Penthouse.
überprüfen wir das nochmal. Vielleicht hat sich ja jetzt wieder was geändert. Das war ja mit dem Checkheft eben nicht anders, wo wir es auch vorher ausprobiert haben. Dann wurde gesagt, oh, du musst es öffnen. Und dann ging es plötzlich. What's going on? Those runes are doing something to me. I can't, float through the door. Okay, wir können auch nicht mit der Tür interagieren. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Okay. Company, thank goodness you're back. Who put Xavier, Reden wir in einfach mit denen. charge? No one. He just arrived one day, and the next thing I knew, I was on boring elevator duty. He's a fusterlugs and a clazomaniac too, but no one will ever challenge him. You seem like someone who won't take guff from anyone. Maybe you can. Well, I don't know. I'm not really the type, How do we, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse where he can cast a spell to travel beyond the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel, and there was something else too, I think. He took us to Chuck's funeral the other day. Chuck is my brother. Now you're just name-dropping. Bye and good luck, Clara. Okay, also, wie gesagt, wir brauchen das Buch. Dann gehen wir mal nochmal runter zur Thimblecon und sprechen doch nochmal mit Virgil. Vielleicht kann der uns jetzt was sagen. Franklin ist jetzt im Grunde wirklich der Dreh- und Angelpunkt für das Ganze. It's a bunch of boxes and lines, probably something to do with game design. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. See you soon, Virgil. Pew, pew, pew! It's a button to call the Nachdem wir mit beiden, also Virgil hat uns jetzt nichts Neues erzählt, aber Claire hat uns auch nochmal davon berichtet. Sprich, hier haben wir vielleicht jetzt nochmal ein, zwei neue Optionen, um mit Xavier zu reden, die uns vielleicht dann hoffentlich auch weiterbringen. Can I please have the crystal so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Versuchen wir es so nochmal. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Franklin has no powers to overcome that door. You need to get someone living to the penthouse. What's messing with the elevator? Can you get rid of Clara? Get Franklin to make small talk with Clara. You'll get a clue. Thank you. Goodbye. Genau, das hatten wir ja schon mal versucht. Also, das heißt, wir hatten versucht, mit einem lebenden Charakter ins Penthouse zu kommen. Company, thank goodness you're back. So. So, Clara, do you know how you died? I was dancing at the hotel ball with my husband, and then I felt a horrible pain in my side and I woke up dead. I was in the hotel too, I think. I just remember a flash and then I woke up dead. I think we were all murdered in the hotel. There is something creepy about this place. Don't you get bored being stuck here for all eternity? The first 50 years are hard, but then you get used to it. New guests show up, and it's fun to figure out what scares them. I also love this new invention you have called TV. I love when one of the guests is watching hospital hijinks. That show is so funny.
Hospital Hijinks. Dann gehen wir in den 10. Schritt. Da weiß ich jetzt, was zu tun ist. So. What is that on the TV? Nothing interesting. Back to duty. It's now showing the rich and the soapy. It's now showing hospital hijinks. Aha. Company, thank goodness you're back. What's your favorite, you know, TV show again? Hospital Hijinks. I know I shouldn't watch it. Whenever I hear the theme music, I can't resist sneaking a peek on the guest TV. Bye and good luck, Clara. Last week on Hospital Hijinks. What is that on the TV? Oh my, it's my favorite. Hospital Hijinks. Perfekt. Elevator duty can wait. Well, at least for a little now. So. Dann schnappen wir uns schnell Agent Way. Ja, komm. Agent Way wirft sich den Fahrstuhl und fährt hoch ins Penthouse. Well, back to work, Abu. Nein, du sollst die Tür nicht schließen, du sollst reingehen. So, damit sind wir oben. Das ist perfekt. Who's that now? This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Oh nein. Clara's in so much trouble next time I see her. Perfekt. Jetzt könnten wir hier rein. Da machen wir aber beim nächsten Mal weiter. Sprich, beim nächsten Mal gehen wir in den geheimen Eingang. Schicken Franklin dadurch in das Grab, in die Gruft. Und können dann mit Claras Quest weitermachen.